Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nassküche. Eine Frage, kann Rettich so ähnlich wie Fleisch schmecken? Ich sage euch, ja, das könnten wir hinbekommen. Heute machen wir Gemüsebällchen mit Rettich und Möhren. Was wird dabei schwer? Man kann nicht mehr aufhören weiter zu essen. Wirklich? Na dann los! Zuerst den geschälten Rettich reiben. Beim Endstück auf die Finger aufpassen. Das ist doch ein vegetarisches Gericht. Bisschen Salz dazu. Die Flüssigkeit mit der Hand auspressen. Möhren fein raspen. Nur die weißen Stiele von 2 Lauchzwiebeln abschneiden. Und dann fein hacken. Geraspelte Möhren ganz fest ausdrücken. Geriebene Rettich ebenso ausdrücken. Jetzt machen wir den Teig fertig. Möhren und Rettich miteinander vermengen. Lauchzwiebeln dazugeben. Ein Esslöffel Sesamöl rein, gut rühren. Ein Teelöffel Salz, halb Teelöffel 5 Gewürzepulver, ein Esslöffel Maggi-Würze, gut vermengen. 2 Eier aufschlagen. Und unterrühren. $50 Gramm Semmelbrösel rein. Gut rühren. $150 Gramm Weizenmehl nach und nach langsam dazugeben. Zu einem sämigen Teig verrühren. Zum Schluss habt ihr Löffel Natron rein. Gut rühren. Natron macht den Teig fluffig. Vor dem Frittieren eine Probe mit dem Teig machen. Wenn das Bällchen hält, ist die Konsistenz schon richtig. Reichliches Öl erhitzen, ein Holzstäbchen ins Öl tauchen, sobald sich kleine Blasen um den Stab bilden, es ist heiß genug. Das Bällchen ausquetschen und mit einem Teelöffel vorsichtig in das Öl anlegen, ca. 1 Minute Zeit lassen. Wenn die Bällchen an die Oberfläche schwimmen, bilden die Bällchen außen eine Kruste. Jetzt können wir die Bällchen mit dem Sieb rühren. Die fallen nicht mehr auseinander. Die Bällchen ständig mit dem Sieb aus dem heißen Öl kurz ausnehmen. So sinkt die Außentemperatur der Bällchen, damit die Bällchen innen durchgegart sind. Und die Kruste bleibt goldbraun. Es wird insgesamt 4 bis 5 Minuten frittiert. Dann gut abtropfen, ab in den Teller. Rettich hat heilsame Wirkung auf Leber, Gala und Verdauung. Bei Husten und Heiserkeit ebenfalls wirksam.
Wie sieht das Duell zwischen Fleischbällchen und Gemüsebällchen bei euch aus? Hat Gemüsebällchen gewonnen? Ich freue mich auf euer Kommentar. Bis bald!